Hey, grüßt euch zurück bei unserem coolen Kanal von Sportsman Target. Mein Name ist Daniel, wer mich noch nicht kennt. Heute möchte ich euch mal was ganz anderes zeigen. Und zwar, es geht um dieses Teil hier. Nein, es geht nur um die Plattform von diesem Teil hier. Ich denke, jeder kennt's. Alligator, Bär. Hier ist es die M-Tech USA. Sie hat viele Namen, aber es ist immer die ein und dieselbe Plattform. Und was ich aus dieser Plattform gemacht habe, das erfährst du nur nach dem Intro. Bis gleich. Ja, heute geht es um diese Armbrust. Beziehungsweise nur die Plattform. Das Upgrade, das zeige ich euch nachher. Aber ich will ein paar Worte zu diesem Teil hier sagen. Ich persönlich, also es ist meine Meinung. Wenn ihr eine andere Meinung habt, ist es okay für mich. Aber wie gesagt, es ist meine Meinung. Dieses Teil hier finde ich für Anfänger auf jeden Fall eine geile Sache. Ja. Für jeden Anfänger, der anfangen will oder mal reinschmecken will, wie so das Pistolenarmbrustschießen ist und so, ist das für mich das optimale Teil dafür, ja. Das kostet 60 Euro, 60 Dollar. Also man schmeißt nicht gleich, keine Ahnung wie viel Kohle hin. Und das ist eigentlich relativ solide. Was hat das Teil out of the box? Es hat gut billige Bolzen aus Alu dabei. Dann haben wir hier einen soliden Griff, ja, inklusive Fingerschutz, damit man hier die Finger nicht in die Sehne reinkriegt, weil das macht Aua. Was ich hier halt ein bisschen blöd finde an der Plattform ist die kurze Picatinny hier unten. Da kann man nicht viel dran bauen. Aber egal, für den Anfang ist es auf jeden Fall ein super Ding. Was ist noch verbaut? Ich habe hier einen Stock. Mit 2 Schrauben lösen kann ich das Teil auch noch ein bisschen nach hinten schieben. Hierfür gibt es irgendwo, keine Ahnung, im 3D-Druck oder irgendwas, gibt es wohl Adapter, da muss man aber das Teil irgendwie abschneiden oder was und dann kann man das auf AR-15 oder sowas umbauen. Finde ich persönlich ein riesen Schrott. Je nachdem, was man da vorne dran hat, kann das auch gefährlich werden. Ist meine persönliche Meinung, weil hier kommen halt doch hohe Belastungen drauf. Und ich persönlich finde, es sieht scheiße aus. Ja, was hat das Teil noch? Was ich noch cool finde, ist, das Teil hier hat eine Sicherung. Das finde ich eigentlich ganz cool. Ja, weil, ich zeige es euch, so, sprich, wenn der Hebel hier hinten ist, passiert hier gar nichts. Ja, ich kann drücken, was ich will, passiert gar nichts. Klar, wenn ein Impact von unten kommt, dadurch, dass es ein Sehnenschubser ist, kann sein, dass es einen Schuss auslöst. Aber im Normalfall passiert gar nichts. Wie kriege ich das Ganze wieder los, ohne einen Leerschuss zu erzeugen? Ich schiebe den Hebel nach vorne, halte hier vorne fest. Den Stock hier klemme ich mir hier irgendwo hin, richtig fest, ja, halt Spannung drauf und drücke auf den Trigger drauf und lasse sie ganz langsam kommen. Und somit kann ich sie wieder entspannen. Genau, was hat das Teil noch? Es hat eine festsitzende Kimme, eine verstellbare Kimme, ein festsitzendes Korn, tut mir leid. Diese Kimme kann ich auch ganz einfach, die ist nur drauf geschoben, kann ich einfach drauf und runter schieben. Ja, genau. Was will ich mehr dazu sagen? Mit dem Ding kann man seine 20 Meter schießen. Ohne Probleme. Ein Red Dot würde ich jetzt nicht drauf machen, weil dieses Teil hier einfach, es ist einfach zu wackelig, da lang Kimme und Korn. Hier hinten ist die Schraube drin, also habe ich hier meinen Drehpunkt. Da ist es nicht so wild, aber wenn ich jetzt ein Red Dot drauf mache, wackelt das zu sehr und da ist nach jedem Schuss ist einfach, hat man ein anderes Ziel. Genau, das war's eigentlich für das. Wie gesagt, für Anfänger mega Teil, macht man nichts falsch für den Anfang, wenn man dann Bock auf ein Upgrade hat.
Wenn man dann Bock auf ein scheiß geiles Upgrade hat, habe ich hier das hier. Die geile Black Mamba. Warum Black Mamba? Ganz einfach. Ich habe sie so benannt, weil alles, was hier dran ist, habe ich selbst konstruiert und entworfen. Es ist auch im Moment meine Lieblingsarmbrust. Es gibt sehr viele verschiedene. Aber sage ich mal so auf Range, für den Alltag auf Range, auf lange Distanzen, ist das einfach mein Ding. Und das hat ordentlich Power und das ist einfach geil. Hat keine Magazine, aber es gibt Magazine, aber mir gefällt das nicht so bei so einem Ding. Da bin ich eher auf lange Distanzen. Ja, was habe ich hier gemacht? Was habe ich hier gemacht? Das ist schon ein fettes Gerät. Erstmal meine zugekauften Teile ist hier der Bebot, den habe ich dazu gekauft. Klar, den kann man nicht selber machen. Zumindest ich nicht. Hier den schönen ergonomischen Angle Grip. Hier die Bauteile, Laser und Taschenlampe. Darf ich dran haben, ist in der USA. Ich wohne in der USA, von dem her tut mir leid, dass ihr es nicht dürft oder in manchen Ländern, dass man es da nicht dürft. Aber hier darf man das. Gekauft dazu dieses Scope und diese Erhöhung, um meine Visierlinie einfach noch mal ein bisschen zu erhöhen. Natürlich den Stock habe ich natürlich auch gekauft. Und das war es eigentlich fast. Dieses Hinterteil habe ich von einer alten Pistolenarmbrust habe ich hier angepasst. Es passt nicht 1:1, also wenn man da sich verschleift, dann ist das Teil hier Schrott und man kann es eigentlich im Müll schmeißen. Ich habe auch 2 Stück oder sowas, habe ich leider verkackt und jo, irgendwann habe ich es dann drauf gehabt. Ja, was habe ich dann gemacht? Dann habe ich hier den Stock drauf gemacht. Hier habe ich die Spannsehne, Entspannsehne mit drin. Hier habe ich noch eine Sehne drin, um einfach den Sehnenwechsel durchführen zu können, falls die mal kaputt ist. Dann habe ich hier noch, was ich hier bei dem Stock auch noch gemacht habe, ist ein kleines Gadget hier. Ich habe hier den Imbus versteckt, den wichtigsten Imbus. Einfach ein Loch reingemacht, das Teil reingesteckt, fertig, hier noch ein bisschen ausgeschnitzt. Stört nicht an der Schulter und fällt nicht auf und man hat ihn immer dabei, ganz wichtig. Ja, was habe ich dann hier noch? Also hier mal, ich fange von hinten, ziehe nach vorne. Dann habe ich hier die Rail, die habe ich konstruiert und zwar so, dass man einfach alle Bolzen benutzen kann. Dieser Niederhalter und die Schraube kann man alles vom Originalen umbauen, das ist auch kein Problem. Wie gesagt, ich kann alle Bolzen benutzen. Lang, kurz, bisschen dicker, bisschen dünner. Das Teil frisst alles. Dann habe ich die Rail so konstruiert, dass man einfach auf weitere Distanzen schießen kann, also weiter über die 20 Meter hinaus. Und zwar einmal in 1,5 und einmal auf 2 Grad Neigung. Ich habe hier die 2 Grad Neigung, weil ich da hier doch schon Distanzen damit schießen kann. Ich habe damit auf 33 Meter geschossen, auf dem Bierdeckel, Streukreis. Und ich habe aber auch schon auf 50 Meter geschossen. Nicht ganz den Bierdeckel, aber doch schon fast. Aber auf 50 Meter mit so einem kleinen Ding, das ist schon eine Ansage. Dann habe ich hier mein Speed Trigger. Passt natürlich, also alles was hier angebaut ist, also von den Teilen, passt auf die originale Alligator. Den Speed Trigger habe ich so konstruiert, dass er auch viel besser ist als ein Tuning Trigger oder sonst was. Der läuft nochmal smoother, nochmal sanfter und ist ein bisschen für mich angenehmer. Also ich habe den, dann gibt es noch, Moment, dann gibt es noch, dann habe ich den hier auch noch kreiert. Ich hoffe, man sieht's. Ich schiel schon, ne? Ich versuche mal nicht zu schielen. Dann gibt es den hier, ich hoffe, man sieht's. Also. Und dann gibt es den hier.
ja, das zudem. Dann hier diesen Handguard habe ich ganz einfach so kreiert, dass man hier seitlich ziemlich fette, lange Picatinny Wells hat und man viel montieren kann, wenn man möchte, muss aber nicht, aber ansonsten sieht es halt trotzdem auch geil aus. Unten habe ich die Rail von hier bis vorne konstruiert, dass man hier einfach alles dran bauen kann, was man will. Ein Griff plus Zweibein, das ist schon eine Maschine. Zu guter Letzt, was ich noch gemacht habe, ist, so sieht man es besser, diesen Tuning-Wurfarm besteht aus 2 Bögen. Ich habe ein paar, macht's bitte ja nicht nach oder macht's nach. Es gibt im Internet auch Leute, die schneiden hier hinten der hintere Bogen zu kurz ab oder machen da eine Mittelwicklung drumherum. Also Sollbruchstellen sind das für mich persönlich und schneiden den hinteren einfach nur grob und hässlich ab und das war's dann und das ist dann ein Tuning-Wurfarm. Mein Gott, okay, wenn es so ist, dann soll es so sein. Aber wie gesagt, wenn ich euch zeigen soll, wie das anständig funktioniert, schreibt es mir bitte in die Kommentare. Dann kann ich eventuell mal ein Video draus machen, weil ein großes Hexenwerk ist das Ganze nicht. Ja, was soll ich noch dazu sagen zu der Black Mamba? Eigentlich habe ich alles gesagt. Es ist im Moment mein Lieblingsteil, ganz einfach, weil das mein Baby ist. Weil ich eigentlich sozusagen aus diesem süßen Teil hier, aus diesem kleinen süßen Teil, dieses Biest erschaffen habe, ganz einfach. Bin ich für mich stolz drauf und es funktioniert. Was ich noch allerdings sagen muss, wenn man umbaut auf diesen Speed Trigger, ist die Sicherung natürlich weg und man kann die Sicherung nicht mehr betätigen, weil sie einfach nicht mehr da ist. Ja, genau. Das war's von dieser Sicht. Ich zeige euch noch ein paar Schüsse, um euch eigentlich noch zu beweisen, dass das Teil Power hat. Ich mache das dann mit verschiedenen Pfeilen, groß, klein, whatever. Knalle eigentlich alles drauf. Mal gucken, vielleicht finde ich einen Toaster, dann fetze ich den um und dann gefällt mir das. Da habe ich Freude dran. Genau. Dieses Kit, dieses Conversion Kit, diesen Trigger, diese Rail, das verlinke ich euch gerne unten, weil ich habe in Deutschland auch jemand, der mir die Sachen druckt. Danke hier nochmal. Dieser Stockumbau habe ich auch in Deutschland jemand. Also wie gesagt, wenn einer Bock hat auf ein ganzes Setup, kann ich euch den Kontakt geben. Schreibt es mir einfach rein. Ich gebe euch den Kontakt oder genau, schreibt es einfach in die Kommentare. Dann gebe ich euch den Kontakt für den Komplettumbau. Diese Anbauteile, also die 3D-Druck-Anbauteile, wo es die gibt, verlinke ich euch unten in der Beschreibung. Und ja, dann zeige ich euch noch ein paar Schüsse und dann war es das für mich und ich hoffe, euch hat es gefallen. Wie gesagt, das ist mein Baby, Black Mamba. Kennen auch schon viele von Facebook, kennen dieses Teil, aber auch ein paar Leute haben sie auch, den kompletten Umbau. Die sind auch sehr zufrieden damit. Das sage ich nicht einfach so, das ist die Wahrheit. Genau. Wenn euch das ganze Ding gefallen hat und wenn ihr mehr von dem Teil sehen wollt, wie ich auch auf Distanzen schieße, kann ich euch das gerne in einem gesonderten Video noch zeigen. Bis dahin sage ich schon mal, lassen Daumen hoch, lasst am besten ein Abo da, dadurch unterstützt ihr uns sehr und wir freuen uns auch. Und wenn ihr Bock auf mehr habt, dann schaltet die Glocke ein, um nichts zu verpassen. Wie gesagt, tut nicht weh, kostet nicht und die Zeit, das sind 2 Sekunden, zweimal zu klicken und fertig aus. Alles klar, dann sieht man sich im nächsten Video und jetzt habt noch ein bisschen Spaß. Ich knall jetzt noch einen Toaster um. Ja, willkommen.
willkommen in meiner kleinen Shooting Range, was ich hier habe. Oder einer von der kleinen, sage ich mal. Ich habe noch ein größeres Grundstück, auf dem ich schießen kann. Und hinten dran haben wir eine Erhöhung mit Wald, den Backstop, den seht ihr auch. Und ja, da steht der kleine süße Toaster. Mit was schießen wir denn drauf? Ich habe hier noch ein Warbolt, sehr cooles Teil. Ich habe hier meine eigenen Pfeile. Das Video findet ihr bei uns auf der Seite, wie man die baut. Genauso wie zwei von den langen, auch die eigenen Pfeile. Und dann haben wir hier noch Manufakturpfeile von, sage ich nicht, weil ich ehrlich gesagt auf diesen Konkurrenzzeugs gar nichts gebe. Und dann haben wir noch die Originalen, wo dabei sind. Aber die werden wahrscheinlich nichts bringen. So, und das Ganze machen wir hier mit dem, wie versprochen, auf den Toaster. Das Teil ist auf 30 Meter eingestellt. Ich habe einen Laser jetzt an, der ist aber glaube ich auf 20 Meter oder was eingestellt. Ich weiß es gar nicht mehr, aber der gibt mir ungefähr die Richtung. Und ja, dann fangen wir mal an. Und zwar mit dem Wallboard, würde ich mal sagen. Der macht sicher Spaß. Okay, der Wallbolt hat ein bisschen Power, beziehungsweise die Black Mamba. Der Wallbolt ist in den Toaster rein. Ich liebe mein das ist einfach ein geiles Ding, Mann. Ja, dann versuchen wir mal meine Pfeile. Ich weiß nicht, ich hoffe mal nicht, dass der Toaster jetzt alle Pfeile schluckt. Wäre ja ein bisschen doof, ne? Oh, das war daneben, wie gesagt. Ich habe leider nicht eingestellt das Visier. Ein bisschen zu hoch, aber es geht auch leicht um die Gewichte, würde ich mal sagen. Ja, da haben wir getroffen. Ich schieße wohl leicht nach links. Ja, ich würde sagen, also wie gesagt, der Wallbolt hat er verschluckt. Der andere landet weiter oben. Fairerweise nehme ich jetzt gerade noch mal einen von meinen. Und schon besser. Knallen wir den weg. So. Jetzt haben wir hier die Manufakturpfeile. Jawohl, jetzt können wir gehen. Jetzt können wir gehen. Nochmal ein Manufakturpfeil. Wie gesagt, der frisst einfach alles. Das ist geil. Das ist einfach geil. Zack. Jetzt muss ich das Teil aber mal richtig hinstellen. Dann schießen wir hier mal von meinen schönen, guten Pfeilen. Ich liebe meine eigenen Pfeile. Oh, das ist so ein Badass-Teil. Ist einfach nur, die Black Mamba ist einfach nur Badass, sage ich. Nur Badass. Guckt euch das an. Entfernung circa, was sind das hier? Sind es 8 Meter, 9 Meter? Ungefähr. Das war jetzt der Originale. Was mitgeschickt wird. Hier noch ein Original. Den Endkappen macht es gar nichts aus. Finde ich auch eine klasse Sache. Oh, den habe ich vermasselt. Aber weil das Ganze jetzt so Spaß macht, opfere ich gerne noch mal ein paar Pfeile. Das ist einfach. Ich habe da einfach riesen Freude dran. Einfach mal ein paar Sachen zu vernichten. Ich würde mal sagen, wir hauen noch mal 3 von meinen rein, weil die machen am meisten Spaß. Natürlich habe ich auch selber gebaut. Natürlich macht mir das am meisten Spaß. Ja, und dann nehme ich euch gleich mit und zeige euch, ob der Toaster auch Käse toasten kann. Ja, einwandfrei das Ding.
gefällt mir einfach. Ich finde es einfach herrlich. Herrlich. Ist einfach herrlich. Hier anlegen, zielen, abdrücken. Leise ausmachen, nicht dass die Nachbarn Angst kriegen, dass ich hier mit dem Leise rumfuchtel. Ich darf es hier, USA, alles möglich. Freut mich, dass ich hier bin. So, jetzt nehme ich euch mit. Jetzt nehme ich euch mal mit. Ich meine, gut, ich habe vorne auch noch eine Kamera. Dann seht ihr, oh ja, das sieht nicht gut aus. Das sieht ziemlich böse aus. Ja, komplett durchgerauscht. Den hier kriege ich gar nicht mehr aus dem Backstock raus wahrscheinlich. Mit der Zange höchstens. Jo, hier ist mein schöner, guter Warbolt reingerauscht und der kommt leider nicht mehr raus, weil ich habe zugegeben, oh, hier hängt sogar die Spitze hinten raus, weil der Warbolt hier ist die Spitze. Ich kann noch hier filmen. Ich hoffe, man sieht es, die Warbolt-Spitze hier. Na, sieht man es? Ja, hier. Mal gucken, wie ich die rauskriege, wenn ich sie überhaupt noch rauskriege. Naja, in dem Fall wünsche ich euch noch viel Spaß. Den werde ich auf jeden Fall haben mit meinem schönen Teil hier. Ich wünsche euch auch noch viel Spaß und eine gute Zeit. Bis zum nächsten Mal. Ich verlerne schon das Deutsch. Bis zum nächsten Mal. Bis dann.